So, hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder, eure Sandy. Ja, im neuen Jahr 2024, lang ist her. So, ich bedanke mich erstmal im Voraus für jedes Abonnieren. Ne, das ist ja nicht selbstverständlich. Und natürlich auch für die ganzen Kommentare unter den Videos. So kann ich nur reagieren. Ja, und so kann ich nur lernen, wenn ich was falsch gemacht habe. Hey, ich bin auch nicht allwissend. Ja, so. Unter dem einen Video ging es über G&S mit dem Kochen. Ich müsste mal hier, wartet mal, ich gehe mal mal gucken, wo ich so einen Kocher, so ein kleiner Kocher, den haben wir hier so. Ne, den stelle ich mal hier so hin. So, und dann ertönt dann irgendwann, ja, gibt sie zwei Möglichkeiten, entweder auf Spanisch oder auf Englisch. Und, ne, dann, wenn ihr jetzt hier Zutaten stehen hättet, was weiß ich jetzt, sagen wir mal, simples Situation, Wasser und Kakao, Kaffeebohnen, ihr wisst, gibt Kaffee. So, dann würde hier ein Menü aufgehen, hier in den ganzen Kästchen würde dann Wasser und Kakao stehen. Und dann zusammen und dann hier auf Kochen. Und irgendwann ertönt entweder ein Ton, aber ich weiß auch unter euch, einigen haben sie ja geschrieben, die leider im Privat, ich weiß nicht, ob man das so sagt, wenn ich das was falsch sage, bitte mich kontaktieren oder wie auch immer. Sagt man da taubstumm oder so? Ich weiß es jetzt nicht. Entschuldigung, wenn ich das irgendwie falsch ausspreche, dann kann man den Ton ja nicht hören. Aber es gibt eine kleine Möglichkeit, dass man's ist ein bisschen schwer gleich zu erwischen und zu sehen, weil es, ist dann so eine grüne Schrift oben drüber, damit das Gericht dann fertig ist. Das war unter dem Video, ne? Das ist, wenn ihr mal gucken wollt, mitgucken wollt über die Kommentare, das ist Kochen und Backen. Ich habe natürlich noch einige Nachrichten unten drunter gekriegt. Da erstmal danke dafür. So, den ziehen wir mal ein. So, und dann habe ich unter dem Video Second Life, ist das wirklich ein Spiel? Mir ist so aufgefallen bei so einigen, ich bin ja jetzt auch so mit einem anderen Avatar, einigen von euch würden schon gefunden haben. Dann natürlich wie immer erstmal herzlichen Glückwunsch, wenn ihr meinen Gore-Avatar gefunden habt. In manchen Situationen, wenn ich so die bisschen Gore-Gruppen so durchgehe, tut mir so eins bisschen immer Magensäure aufstoßen. Wenn man sagt, Second Life ist ein Spiel. Ja, es ist Second Life. Es ist zwar ein Spiel, aber man spielt nicht mit Menschen. Das macht man nicht. Im RP-mäßig und auch nicht sonst wo. Ob es jetzt ohne RP ist, im Club oder sonst was. Man spielt nicht mit Menschen. Man muss immer im Hinterkopf haben, der Avatar in Second Life zum größten Teil wird von einem Menschen gesteuert. Den steuerst du. Und du hast dahinter dem PC hast du auch Gefühle. Und in manchen Situationen da gehöre ich in manchen Situationen auch leider zu. Ich bin in manchen Situationen auch sehr sensibel. Was ich was ich aber ist meine Krankheit, dafür kann ich nichts. Und es sind auch andere Leute, sind auch in manchen Situationen zu sehr sensibel, wenn ich das mal so sagen darf, die das, was sie in SL erleben, in Real Life mitnehmen. Viele sagen im RP, SL ist SL und RL ist RL. Das kann man nur bedingt machen. So finde ich, und das Video wird auch drunter heißen, wir müssen mal wieder reden. Habe ich ja schon öfters Videos drüber gemacht. Und ich finde, man müsste das mal ein bisschen dahinter. Ja, es ist zwar Gore und Mittelalter und auch, man kann ja auch ein bisschen GTA nachspielen, ne, in Second Life, wie zum Beispiel Feuerwehr und Polizist und etc.
Es gibt so viele Situationen, was man ja alles in Second Life machen könnte. Ich habe hier schon ein paar Videos drüber gemacht. Obwohl ich vielleicht irgendwann mal eine Sim suche, wo es auch so ein bisschen GTA abgeht. Habe ich aber bis jetzt noch keine gefunden. So, wie gesagt, und das ist das immer, was mich ein bisschen in letzter Zeit so ein bisschen auch Magensäure bildet. Wenn ich dann in verschiedenen Avataren lese, RL ist RL und SL ist SL. In meinen Augen, und das ist nur in meinen Augen so, und da möchte ich mich mal ein bisschen hervorheben und ein bisschen ich-behabend gerade mal so reinstellen wollen. Ähm, Das kann jeder sehen, wie er will und anders das sehen, wie er will. Es ist mir im Nachhinein auch egal. Nur, man soll halt mal ein bisschen dran denken, dass Second Life ist zwar auf eine Art und Weise ja schon ein Spiel, ja, ist es ja eigentlich im wirklichen Sinne, aber in dem Sinne, man kann ja hier so viel machen in Second Life. Ja, ähm, wie gesagt, verschiedene Rollen ineinander gehen. Ja, man kann ja auch in Gore-mäßig kämpfen mit Waffen und hat man nicht gesehen. Oder Sklaven spielen oder was weiß der Teufel. Ich bin ja noch neu in Gore. Ich muss mich ja erst da mal ein bisschen reinfinden. Alleine auch mit den Punkt- und Kommasätzen und so. Manche schreiben Romane, wie ich immer sage, ne, verknien und beugen und hat man nicht gesehen. Und ich versuche das immer kurz und bündig zu halten. Ich sag mal ganz ehrlich, ich hasse Romane, wenn ich das mal so sagen darf. Aber man hat das früher so gehandhabt in Goa anscheinend und auch im Mittelalter, dass man lange Sätze bildet. Und ihr müsst euch mal eins vorstellen. Stellt euch mal eine Sim vor, wo ihr Rollen in einer Rolle seid und da sind 5 oder 6 Mann hatte ich schon die Situation im Goa. War geil, wie ich war, kleine Geschichte. Ich war auf dem Markt wo ich kurz auf der Sim kurz gejoint bin und hatte da so ein bisschen mein RP. Wir sind auf den Markt gegangen, irgendwie hatte jemand einen Gürtel oder was gefunden, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir dann dahin gereist. Und da standen ungefähr auf einmal, erst waren es 4, 5, auf einmal stand die ganze Sim vor uns. Da war ein Gewusel im Chat. Ich habe mich nur zurückhalten müssen. Ich habe immer nur ab und zu geschrieben, guckt unten auf den Schuhen. Ich bin nicht zurechtgekommen. Ich bin wahnsinnig geworden, weil jeder hat was geschrieben. Logischerweise will sich jeder äußern. Ja, aber stellt euch mal vor, 4 oder 5 Leute stehen aneinander und man muss erst mal gucken, wer hat jetzt was geschrieben, wo ist der Anfang und wo ist das Ende. Das ist in manchen Situationen nicht machbar. Ne? Und wie gesagt, nochmal auf das Video drüber rückzukommen, der eine hat hier jetzt geschrieben, also ich bin nur nicht auf SL, aber was ich von anderen gehört habe, weiß ich, ob ich da drauf soll. Klar habe ich auch meine Neigungen, aber was es angeht, man kann ja auch Neigungen in Second Life haben. Ne? Kleiner Spoiler, ne? Ihr wisst, welche Neigungen ich meine, was ich auf meinen YouTube-Videos nicht zeigen tue. Ne? Ihr wisst, welche in Anführungsstrichen Kopfkratz nach oben, welche Neigungen ich meine. Einige von euch kriegen garantiert jetzt schon wieder Bauchweh. Und auf jeden Fall, das ist jeder selber überlassen. Es ist dir selber überlassen da draußen, ob du hier in Second Life dich einloggst oder nicht. Ich möchte nicht, wie gesagt, mit meinen YouTube-Videos berühmt werden. Ich möchte auch nicht hochkommen, sage ich jetzt mal, wie andere mit was weiß ich wie viel Abonnenten. Nein, ich möchte euch nur ein bisschen vielleicht den Weg ein bisschen zeigen, ähm, in Second Life. Es hat sich ja vieles umgeändert in verschiedenen Situationen auch leider, weil, wie gesagt, früher war das so, wo ich eingeloggt habe in Second Life, das ist ja auch schon gefühlte
Ich vergesse das immer. Entschuldigung, muss ich auf meinen Avatar gucken. Vor 7 Jahren. Vor ungefähr 6, 7 Jahren, da konnte man sich noch, wie man das immer so schön sagt, in Second Life gesund stoßen. Das heißt, du hattest ein Geschäft, du hattest ein, nehmen wir mal Beispiel, geben wir mal ein Beispiel. Du hattest einen Tattoo-Laden oder ein Geschäft oder so weiter und so fort mit Klamotten. Ob jetzt für Weiber oder für Männer, ist egal. So, und dann nimmst du ja logischerweise Linden ein. Sondern war das so, ich weiß es nicht, ob es noch ist. Ich möchte da nicht spoilern. Ich weiß es nicht, ob es noch ist, aber es gab mal eine gewisse Zeit. Ähm, dass es, ähm, dass es die Möglichkeit gab, wenn du ein Geschäft oder was hast, dass du dir dann das zurück machen konntest auf dein PayPal-Konto und dann konntest du dich in RL gesund stoßen. Das heißt, du konntest deine Miete oder Nebenkosten oder was auch immer oder dein Lebensunterhalt damit verdienen. Jetzt ist eine Zweitfirma mit dabei bei Second Life. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich will nicht spoilern. Ich weiß es nicht, ob es funktioniert. So, und für andere, die dann immer gucken, wie zum Beispiel GTA oder andere Spiele, die immer so ein bisschen ein Endgame suchen. Das gibt's in Second Life nicht. In Second Life gibt's kein Endgame. Das gibt's nicht. Es fängt immer wieder von vorne an. Es kann natürlich sein, dass man irgendwann sagt, oh, es kann auch von mir Seite sein, ey Leute, wisst ihr, ich habe auf gar keinen Bock mehr, ich gehe jetzt. Das weiß man nicht. Ja, das ist auf verschiedenen Situationen, keine Ahnung und so weiter und so fort. Ne, und neulich hatte ich unter einem YouTube-Video auch noch einen anderen Namen, der von irgendwie ein Avatar, irgendwie Avatar oder irgendwas, ich habe jetzt die Seite nicht aufgerufen, geschrieben hat, ja, das wäre leichter zu bedienen. Habe ich auch ein YouTube-Video drüber gemacht, ich glaube vor 2, 3 Jahren, wie Second Life, wie man den Firestorm einstellt. Ja, es gibt noch ab und zu Updates, na logischerweise, Gott sei Dank, und es gibt auch noch verschiedene Einstellungen. Letztens war ich übrigens, was mir gerade noch einfällt, letztens war ich in einem Discord, jetzt weiß jeder, wer meine YouTube-Video weiß, wer mein Go-Avatar ist, zu 80%, aber da gehe ich jetzt drauf ein und das ist mir auch in den Hinsichten egal. Es ist über eine Himmelsrichtung geredet worden, wie man Firestorm am besten einstellt. Es ist meine Einstellung, wie ich es eingestellt habe. Wie jeder andere es einstellt und für sich besser einstellt, die Himmelrichtung ist mir ja egal. Ne, ich habe es hier auf A12 PM und unten habe ich das Wasser auf die Laut. Das ist mir mal erzählt worden und so habe ich das dauerhaft eingestellt. Klar, wenn man das dann nicht eingestellt hat, wird es nach einer gewissen Zeit, wie in Real Life auch, hell und dunkel. Ja, es kann sein, dass du vorher hell hattest und wenn du dich ja neu einloggen musst, ist es dunkel. Kann passieren und so weiter und so fort. Es gibt ja hier unten auch verschiedene Himmelsrichtungen und Wasser und hat man nicht gesehen, was man so alle einstellt. Ne? Wie gesagt, über Einstellungen von Firestorm habe ich YouTube-Video gemacht, wie man das Inventar. Manche tun einfach nur Inventar und nicht aufräumen, ne? Aber das ist ja jedem selber überlassen. Und ich überziehe garantiert wieder, aber es ist mir heute ein bisschen egal. Und habe ich auch ein YouTube-Video drüber gemacht, wie man so sein Inventar so ein bisschen Ordnung halten könnte, wenn man das wollte. Ne? So, und ja, wie gesagt, man kann so vieles machen in Second Life. Und nochmal drauf, ihr merkt, ich komme wieder ins Tausende, ins Tausende. Was ich damit sagen wollte, es gibt natürlich andere Plattformen. Und ich habe mich mal informiert über diese andere Plattform. Ich um meine Sprachfehlern. Da möchte ich wieder um Entschuldigung bitten. Und da muss man Geld bezahlen, um sich einzuloggen. Das musst du nicht in Second Life. Second Life ist kostenlos.
Es gibt natürlich verschiedene Vivan. Es gibt der reine Second Life Viva, es gibt der Firestorm, es gibt, glaube ich, noch andere ein oder zwei, wo ich mich noch nicht so auskenne. Oder garantiert noch andere. Keine Ahnung. Ich habe mich nur mit dem Firestorm beschäftigt und das wird auch jetzt erstmal ein bisschen was sein. Ne? Klar, ähm, man kann mit W, WSAD oder wie auch immer laufen oder mit mit Pfeiltasten. Ich und meine Sprachsteuerung heute wieder. Das ist heute wieder mal schlimm. Aber egal. Dann müsst ihr jetzt mit durch. Und ich glaube, ich sollte mal Zielwasser trinken. Und ja, wie gesagt, es gibt so viele Situationen, wie man Firestorm einstellen kann. Und wo der das findet, ne, hier Einstellungen. Und wenn ihr wie gesagt, wenn ihr die Schaltflächen nicht gleich habt, hier oben Avatar, Symbol, Schaltflächen und da könnt ihr euch einfach hier zum Beispiel die Suche einfach draufklicken und dann geht hier an der Seite ein blaues Fenster auf und dann zieht er euch das einfach so rein. Ne, dann habt ihr hier unten nicht alles hier. Manche haben hier unten alles auf der Tagleiste liegen. Ja, und haben hier und dann suchen sie sich tot, wo ist was. Ne, gibt's auch einige. Habe ich mal so ein bisschen mir zeigen lassen. Ich habe gedacht, wie kommt ihr zurecht? Aber naja, wenn sie so zurechtkommen, ist ja in Ordnung. Also, so, wie lange habe ich jetzt gemacht? 16, 17 Minuten. Na ja, gut. Wie gesagt, ihr kennt mein Gesabbel, ne? Dass ich manchmal hin und wieder Hage, wie auch immer. Aber auf jeden Fall in Second Life muss man, wenn man sich einloggen tut, nichts bezahlen. Das braucht man nicht. Klar, es gibt jetzt die Plattform, tut sich natürlich auch immer updaten und so weiter und so fort. Ne, ich tue das mal hier wegnehmen, ein Ding und versuche hier mal die Oberfläche hier draufzulegen auf dem Fernseher. Ne, und hier gehe ich dann mal auf Anmelden. Ne? Und hallo, registrieren. Ja, so. Und das ist jetzt neu. Ne? Ihr könnt euch jetzt hier von vornherein euren Avatar komplett aussuchen, wie der jetzt wollt. Ne? Ihr könnt andere Hautfarben wählen. Ist so ein bisschen wie GTA anscheinend, ne? So ein bisschen die Hautfarbe, wie ihr seht, die Augen, die Haare von vornherein, die Klamotten gibt's verschiedene. Haben sie jetzt alles neu gemacht, ne? Und die Hosen zum Beispiel oder Röcke, ne? Und Schuhe, ne? Und dann hier oben dann den Namen eingeben und das Passwort und alles solltet ihr natürlich auch gespeichert haben. Ja, sollte halt das nicht der Fall sein, dann ihr müsstet schon aufschreiben, wie euer Avatar heißt und eure Sicherheitsfrage, ne, sollte das der Fall nicht sein. Ja, wie gesagt, es lebt aber immer, euer Avatar lebt dann aber auch, das fällt mir gerade ein, immer weiter. Wenn ihr eingeloggt seid oder habt euch eingeloggt und kommt nicht mit Second Life zurecht und ihr denkt, ach, das war vor ungefähr gefühlte 10 oder 15 Jahre oder so. Und ihr wundert euch auf einmal, warum ihr eine E-Mail kriegt, euer Avatar ist jetzt 15. Der lebt ja wie in Real Life, lebt der ja in Second Life auch weiter. Das Alter wird ja auch nicht gestoppt, obwohl ihr halt offline seid, ne? Oder gar nicht euch registriert habt, wie auch immer. Also wenn ihr natürlich registriert seid, logisch. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel euch nur einmal, gibt ja viele, die haben einmal eingeloggt, ich komme nicht zurecht und i und a und pli und plup und bla und tun dann Second Life für immer löschen oder so. Ne, oder so weiter und so fort. Ja, und leider, wie ich zum Schluss sagen muss, wieder in Second Life fehlen Leute. Es ist einfach so. Es sind verschiedene Mittelalter-Sims, mussten leider geschlossen werden. Keine Leute. Null.
Da gibt's manche Dörfer die machen machen alleine sich mit RP. Ja, die wohnen jeden Tag im anderen Haus. Ja, warum? Weil keiner da ist. Hört sich jetzt albern und lustig an, aber es ist keiner da. Es ist überhaupt keiner da. Großartig nur, wenn es höchstens mal kommt, vielleicht einer oder zwei. So, und die machen RP unter sich, weil keiner da ist. Ja, oder manche Sims, die sind halt überlaufen, weil zu viele da sind. Gibt's auch. Ne? Aber es ist schon lustig. Wie gesagt, wenn ihr euch für Gore interessieren wollt, wie auch immer, so wie ich es jetzt ein bisschen mache. Wie gesagt, ich habe in Gore null Ahnung, wie man da schreibt und macht und tut, aber ich gebe mich mit dem Avatar immer am besten. Mein Bestes, was ich geben kann. Und ich muss jetzt zugeben, bis jetzt bin ich wirklich positiv überrascht, weil ich hatte ganz selten mal eine IM. Ach, das hast du falsch gemacht, das macht man so, wie ich es manchmal immer im Mittelalter hatte. Ach, da schreibt man dann so und da schreibt man dann so und nee und den Punkt hast du da vergessen und da schreibt man in die Länge und hat man in die Länge gemacht. Wisst ihr, es gibt keine perfekten Menschen. Die gibt's weder in Real Life noch in SL. Ja, man muss erstmal dazulernen. Und überall muss man dazulernen. Es gibt immer Leute, die machen Fehler und sind nicht mit dem Goldlöffel auf die Welt gekommen, ne? Und können alles. Ja? Bei den Tausendprozentigen wieder, wo ich immer sage, das sind die Tausendprozentigen da draußen. Ne? Die für mich in meinen Augen gleich mit einem Goldlöffel geboren sind aus der Gebärmutter von der Mutter gesprungen, ja, und können alles, ne? Können alles. Können sich gleich in Second Life einloggen und die können dann alles, ne? Das sind in meinen Augen dann immer die Tausendprozentigen. Aber die muss es ja auch geben. So, also, bis dahin und ziehe ich das Video immer in die Länge. Ich hoffe, ich habe mich soweit ganz gut ähm, verständlich gemacht und ja, mal gucken, wie ich das Video nenne. Ich glaube, wir müssen mal reden oder irgendwie sowas. Wird mir schon einfallen. Auf jeden Fall erst einmal danke, dass ihr mir meine Videos immer so schön guckt und macht und tut und auch damit, was mein Ziel ist, mit was anfangen könnt. Ne? Und ja, wie gesagt, wie Second Life eingestellt ist und so weiter und so fort, was es so machbar ist und so, was man so machen kann. Einfach meine ganzen YouTube-Videos mal durchgucken. Ne? Also ich habe einige schon darüber gemacht. Und ja, sollte sich irgendwas umändern, aber bis jetzt hat sich nicht großartig nach meinem Bemessen was umgeändert beim Firestorm. Und ja, es gibt dieser neuer Body. Ja, ich habe mir auch gab es jetzt zu Weihnachten nochmal ein kurzes Info darüber. Den gab es letztes Jahr zu Weihnachten hier, den Kopf, den konnte man umsonst kriegen. Seid mal nicht böse, Leute. Seid mal echt nicht böse, aber ich komme ich werde mit diesem Avatar nicht warm. Ich werde mit ich mag auch den Namen nicht aussprechen. Ich komme mit dem Avatar nicht warm. Ich werde mit dem nicht warm. Aus welchen Gründen auch immer. Aber für mich ist Maitreya und Katwa, ist da momentan immer noch die Nummer 1 bei mir. Und ja, es gibt's natürlich jede Menge leider für den Avatar immer noch das Neueste. Ne? Und es gibt verschiedene Gruppengiftseiten, was ich euch auch schon verlinkt habe. Und so weiter und so fort. Wo ich hier gerade bin, ist auf einer Sandbox, ist anscheinend eine neue. So, mal so tun. Wie immer, ihr kennt's. Also, bis dahin, eure Sandy.